Hi, French Cleat ist für viele nur eine praktische Wandgestaltung. Für mich ersetzt es einen Werkzeugkoffer, aber an vielen Stellen ist es auch völlig überflüssig. Willkommen bei Toolsinnig. Man kann da ganz leicht eine Wissenschaft draus machen, aber im Grunde sind es 2 Leisten mit 45 Grad. Die Schwerkraft macht den Rest. Wer eine Tischkreissäge hat, ist in Sekunden fertig. Wer keine hat, es geht auch mit der Handsäge. Es ist wirklich kein Hexenwerk. Ich gehe gegen Ende noch auf ein paar Bauformen für French Cleat Halter ein, wenn dir das Thema noch nicht so geläufig ist oder du ein paar Tipps haben willst, wo Fallen lauern und wo es einfacher geht. Bleib einfach dran, wir schauen uns das gleich noch im Detail an. Das ist einfach und stabil, das Prinzip kommt schließlich aus dem Schiffsbau. Was du da dranhängen kannst, ist nur von deiner Fantasie begrenzt. Schaut man sich so eine komplette Keilleistenwand mal genau aus der Praxisperspektive an, ist das eine ziemliche Materialschlacht. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass am Ende locker 30% der Leisten überhaupt nie genutzt werden. Auf der anderen Seite, genau wegen dieser Einfachheit taugt das System perfekt zur Restholzverwertung. Du brauchst kein teures Material kaufen, um Ordnung zu schaffen. Das Hauptargument für French Cleat ist ja immer die Flexibilität und die Mobilität der einzelnen Halter. Das ist völlig unbestritten. Aber abseits von wirklich großen oder riesigen Gewerbewerkstätten fallen mir kaum praktische Anwendungen ein, warum alle meine Halter permanent von Ort A nach Ort B wandern können müssen. Und mal ganz ehrlich, warum überhaupt der Halter? Wenn du deine Stichsäge oder deinen Schleifer irgendwo anders brauchst, dann nimmst du doch das Werkzeug mit und nicht die Station, an der es hängt. Zur reinen Findung und Einrichtung von Arbeitsstationen, also wenn du deine Werkstatt gerade komplett neu aufbaust, ist das natürlich absolut genial. Aber sobald mal alles seinen festen Platz gefunden hat, bewegt sich da, soweit ich das in der Realität beobachte, absolut nichts mehr. Das System erstarrt. Ich nutze diese Mobilität natürlich auch, aber eben ganz gezielt. Für meine Zangen brauche ich sie nicht. Da weiß ich vorher sehr genau, für welchen Handgriff ich welche Zange brauche. Der Halter bleibt also statisch. Ganz anders bei meinen Stemmeisen oder diesem Bithalter. Wenn ich draußen am Tor arbeite oder oben im Haus etwas schraube, will ich nicht 5-mal laufen, weil ich den falschen Bit eingesteckt habe. Hier wird die French Cleat Leiste zur Brücke zwischen Werkstatt und Einsatzort. Es ist eine Logistikschnittstelle, wenn man so will. Mir geht es dabei also weniger um Ordnung vor oder nach der Arbeit, es geht um Effizienz bei der Arbeit. Ich hatte ja eingangs Werkzeugkoffer erwähnt. Ich kann die Dinger nicht leiden, konnte ich wirklich noch nie. Damit ich nicht immer in die Werkstatt rennen muss, wenn im Haus mal eine Kleinigkeit zu machen ist, habe ich mir in einen der Esszimmerschränke ein Micro-French Cleat-System gebastelt. Ich weiß genau, dass wenn ich da einen Werkzeugkoffer drin hätte, sofort irgendwelches Zeugs drauf liegt. So habe ich alles Notwendige griffbereit und sehr platzsparend verstaut. Und vor allem kann absolut nichts drauf liegen. Das ist vielleicht ein bisschen Spielerei, aber ich finde es ganz ehrlich ziemlich clever. In meiner Garage habe ich eine French Cleat Leiste, die aber die meiste Zeit leer ist. Bei 40 Jahre alten Kisten kommt es leider immer regelmäßiger vor, dass mal mehr zu machen ist. Dann kann ich zum Beispiel den Bithalter komplett mitnehmen und habe mein Werkzeug so organisiert, wie ich es gewohnt bin, egal wo ich es einsetze. Ich würde mir aber auch, wenn ich mehr Platz oder auch nur mehr Wand in der Werkstatt hätte, niemals eine French Cleat Wand installieren und für jeden Scheißhalter bauen, damit ich so lange Tetris spielen kann, bis es mir gefällt. Wer das aber machen möchte, der soll das natürlich auch tun, geht mich ja nichts an. Eine French Cleat Wand baut auch immer noch mal von der Wand weg auf. Das ist für die allermeisten sicher kein K.O.-Kriterium, aber es ist nun mal so. Darum sind meine Leisten auch eher auf der filigranen Seite. Warum mache ich mir darüber überhaupt so viele Gedanken? Weil ich das Elend hier endlich ändern will. Ich finde 2 Bauformen von French Cleat Haltern am wichtigsten. Je nachdem wie schwer und ausladend das am Ende wird, braucht man eine Abstützung nach unten, um Kippen auszuschließen. Bei klassischen French Cleat Wänden übernimmt diese Aufgabe die nächst untere Leiste. Wer da materialsparender arbeiten will, hat nur die Leiste an der Wand, die zum Einhängen nötig ist, und stützt zum Beispiel mit Füßchen am Halter direkt gegen die Wand ab. Bei geringem Gewicht mache ich das auch sehr gerne mit einer kleinen Leiste oder wie hier mit kleinen Stützen außen am Halter. Eine etwas aufwendigere Bauform ist es, den Gegenkeil zur Wandleiste in die Seitenteile zu arbeiten. Ich habe das noch nicht gemacht, weil nicht gebraucht, aber gerade für Aufbewahrung finde ich die Bauart super. Also habe ich mir für jedes Werkzeugpaket überlegt, ob ich es mobil brauche. Da kam dann nur der Bithalter und der Halter für die Stemmeisen, Feilen und Raspel raus.
Die Zangen bleiben wie erwähnt statisch aufbewahrt. Um das möglichst kompakt und stabil umzusetzen, habe ich mir etwas gedruckt. Mein Schraubendreher-Sammelsurium habe ich bis auf 3 oder 4 aufgelöst. Ich habe da schon länger eigentlich immer mit Bits in einem Griffaufsatz gearbeitet. Bald kommt da mal ein vernünftiger Griff mit auf den Bithalter und die Schraubendreher sind damit beinahe wegrationalisiert. Ach ja, und weil ich den albernen Kaffeetassenhalter schon hatte, stecken da jetzt meine Körner drin. Auch wenn ich die nie so mobil brauche. Schau dir gerne meine Playlists zum Thema Werkstatt-Upgrades oder Tooltalk an, wenn du effiziente Lösungen oder eine andere Perspektive auf den Werkstatt- und Werkzeugalltag sehen möchtest. Oder abonniere, um über kommende Videos informiert zu werden. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.